C machen will. Du meinst sowas wie rausgehen und Fahrrad fahren und andere Menschen treffen und Vögel beobachten. Wäre echt so ein Spruch. Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung oder falsche Kleidung. I knew it. Got your asses. Ja, klar, du bist ranged, das hast du immer einen gewissen Vorteil. Aber 15 Sekunden Cooldown auf Blinkpool, das ist wie, als hätte man dir beide Beine gebrochen als Elementor. Weil du dich ja normalerweise eigentlich nur mit Blinkpool bewegst oder fast nur mit Blinkpool. Und im PvP kannst du dich halt überhaupt nicht mit Blinkpool bewegen. Und Blade kann das alle 3 Sekunden machen und dadurch kann er diesen Ranged-Vorteil von anderen Klassen halt easy ausgleichen. Weil er einfach die ganze Zeit jumpen kann. Also ich habe schon mal einen Blade verfolgt in Kaigas Assault und ich habe ihn nicht eingeholt, obwohl ich ranged bin und Elementor. Ich habe ihn nicht eingeholt. Er war einfach viel zu schnell für mich. Ich habe ihn einmal getroffen, dann hat er Raining Entry gemacht, ist weitergelaufen. Dann habe ich Blinkpool gemacht, er hat aber wieder Raining Entry gemacht und dann war er weg. Keine Chance gehabt, den jemals einzuholen. Diese kleinen, flinken Dreckskerle. Aber morgen muss fertig sein und abholen. Immer das Abholen nicht vergessen. Na, bringt nicht viel, wenn du Level 30 bist, aber dann vergisst du auf den Abhol-Button zu drücken. Dann ist nämlich alles weg. Genauso wie meine Frau und die Kinder. Was? What will you do when FWC is finished? Probably lay in the shower and cry. And then eat a whole lot of ice cream. While crying. And then watch some romantic movies with Julia Roberts. And cry again. What will you do? Irgendwie 400 Mio für ein Crit-Rate-Pad oder so. Aber ich meine, gut, okay, vielleicht braucht die Person das Crit-Rate-Pad nicht mehr, die es verkauft hat. Aber der Server geht ja noch 4 Wochen. Fast. Ich meine, bevor du es jetzt für quasi nichts verscherbelst, kannst du ja theoretisch trotzdem noch behalten und einfach weiter nutzen. Ich meine, ganz ehrlich, was bringt der jetzt 400 Mio? Das ist ja auch fast kein Geld. Dann benutzt doch einfach das Pad bis zum Ende vom Server. Also wenn du jetzt einen Monat ohne Pad spielst, ist ja quasi ineffektiver, als wenn du einfach das Pad weiter benutzt und auf die 400 Mio scheißt. Aber was weiß ich schon. Ich bin ja ein Pet-loser Loser. Ein Pet-loser Loser. Also ich verkaufe alle meine Sachen, die ich verkaufen will, am allerletzten Tag. Wird halt recht ätzend werden, weil man da halt, ja, keine so guten Angebote mehr bekommt. Also ich werde safe miese machen. Also das, was ich rausbekomme, wird wesentlich schlechter sein als das, was ich reingesteckt habe. Aber ich meine, so ist das halt normal. Und das ist für mich immer noch besser, als 10 gebundene Kacke dann zu haben. Also wenn ich für alle meine Sachen 100 A-Projects bekomme, würde ich sagen, passt. Aber ich fürchte, ich werde nicht mal 100 A-Project kriegen. I'm afraid. Wir werden sehen. Flive Universe nimmt Anlauf, sprintet auf dich zu mit 25 km/h und tritt dir volle Kanne in die Nüsse mit einem Sprungkick. Das ist der Kick, den du beim Upgraden bekommst. Aber sowas von. Der fetzt deine Kronjuwelen zurück in die 3. Dimension. Dieser Kick, Sir. Weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt brauche, Tauli. Ich denke, ich kann darauf verzichten. Eine meiner schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens. Da haben wir Fußball gespielt bei einem Freund. Da war ich 9 oder 10 Jahre alt. Fußball gespielt, nicht hingeschaut. Fußball kommt, volle Kanne in die Eier. Also wirklich. Vollspann, 2 Meter vor mir, Fußball, volle Kanne.
Sie hat Leute in Flive gescammt. Kein. Das ist ja der Sinn vom FEC. Das heißt FOMO, Amonox. Fear of Missing Out. FOMO. Das ist der ganze Sinn von dem Speed-Server, dass du die ganze Zeit Angst hast, dass du irgendwas verpasst und deswegen sehr viel mehr Geld ausgibt, als du es normalerweise tun würdest und sehr viel mehr spielst, als du es normalerweise tun würdest. Das ist der ganze Sinn von dem Server hier. Das ist eine riesige FOMO-Session, der FEC. Ja, ich glaube, das kannst du vergessen bei Flive. Da müssten sie wahrscheinlich mindestens noch 10 weitere Entwickler einstellen. Dass das funktionieren würde. Und sie haben nicht mal 10. Das wäre dann quasi mehr als doppelt so viel, wie sie jetzt haben. Also insgesamt. Rip Dreams. Also ich meine, theoretisch kannst du sagen, sag niemals nie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Flive Universe jemals ein ähnliches System haben wird wie Diablo oder irgendein anderes MMORPG, ist halt schon extrem unwahrscheinlich. Weil im Endeffekt haben sie jetzt ja schon ein System integriert oder etabliert mit dem FEC-Server, das so ähnlich ist wie von anderen Spielen. Irgendwelche Seasons oder so Jahreszeiten, Patches oder solche Sachen. Und so wie es bis jetzt aussieht, ist ja der Plan von Gala quasi die Updates und so weiter um den FEC herum zu planen. Also eigentlich hat man ja gedacht, dass das Update dieses Jahr, also eigentlich wurde es so auch angekündigt, während dem FEC kommt, was halt das erste Mal gewesen wäre. Hat mich auch extrem überrascht, dass sie das gesagt haben. Aber jetzt ist ja schon Ende September und das Update ist noch nicht da, also wird es halt höchstwahrscheinlich erst am 24. Oktober kommen, einen Tag nach FEC-Ende. Oder vielleicht sogar erst 1-2 Wochen später, wer weiß. Und das heißt, sie machen es wahrscheinlich jetzt in Zukunft immer so, dass entweder ein Update kurz nach FEC kommt oder kurz davor oder beides. Und dann ist da quasi Update, also Doppelschlag-Update im Winter bzw. Frühling. Herbst, Winter, Frühling sind die Updates. Und den kompletten Sommer und Anfang Herbst ist immer FEC. Also das haben sie jetzt zweimal so gemacht. Und wenn sie es noch ein drittes Mal machen, dann ist das unser System. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie noch ein drittes System dazu nehmen. Also, oder dass sie halt noch irgendwas machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde halt nur, dass der FEC-Server, wenn du es halt vergleichst mit anderen Spielen, ist halt ziemlich langweilig, weil im Endeffekt machst du ja einfach genau das Gleiche. Du bist gezwungen, komplett neu anzufangen. Und du machst einfach genau das Gleiche. Es geht halt nur ein bisschen schneller. Und dann ist halt alles, was man sich erspielt, immer gebunden. Bin ich halt auch kein so großer Fan von. Ich finde es halt nicht, dass der FEC so hammergeil ist für Bestandsspieler. Ich glaube, der FEC ist vor allem für Leute interessant, die halt nicht die ganze Zeit spielen. Für Leute, die die ganze Zeit spielen, ist der FEC-Server eigentlich nicht so ultra interessant. Außer man hat halt Lust, sich eine neue Klasse hochzuziehen, aber ich sag mal so, wer jetzt schon seit über 2 Jahren spielt, der hat ja wahrscheinlich eh schon alle Klassen mal ausprobiert, die er spielen wollte. Und jetzt gab es auch schon 2-mal FEC. Also, weiß nicht. Ich wäre offen für andere Wege, andere Systeme. Aber momentan ist das nicht absehbar, sondern so wie ich es gerade gesagt habe, also es wird wahrscheinlich bei diesem FEC und Doppelschlag-Update-System bleiben.